Hey, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Zurzeit fegt der Hurrikan Milton über Florida hinweg. Zahlreiche Todesopfer und starke Verwüstungen sind die Folgen. In diesem Video erkläre ich die Entstehung eines Hurrikans kurz und knapp und warum gerade Florida so oft von Hurrikans heimgesucht wird. Ein Hurrikan ist ein gewaltiger tropischer Wirbelsturm. Wie entsteht ein Hurrikan? Die Sonne erwärmt das Meerwasser auf mindestens 26 Grad. Das warme Wasser verdunstet und steigt als feuchte Luft auf. Durch das Aufsteigen der Luft entsteht ein Tiefdruckgebiet. Die Erdrotation lässt die Luftmassen rotieren und es bildet sich ein Wirbel. Wenn die Bedingungen stimmen, verstärkt sich der Wirbel zu einem Hurrikan. Wichtige Merkmale. Was ist eine Augenwand? Eine Augenwand ist ein Bereich mit sehr starken Winden und dichter Bewölkung. Oft spricht man von einem Auge des Hurrikans. Das Auge ist das Zentrum mit meist windstillem Wetter. Als Voraussetzung, um als Hurrikan zu gelten, muss die Windgeschwindigkeit mindestens 118 km/h aufweisen. Die Auswirkungen dieser katastrophalen Naturereignisse sind oft verheerend. Durch den starken Wind werden hohe Wellen erzeugt, die Küsten überfluten können. Hurrikans bringen oft heftige Regenfälle mit sich, die zu Überschwemmungen führen. Hier die Gründe in Verbindung mit Hurrikanen gerade können sich Tornados bilden. So viele Hurrikans entstehen. Der Golfstrom. Diese warme Meeresströmung versorgt das Wasser vor Floridas Küste mit einer immensen Menge an Wärmeenergie. Diese Wärme ist der Treibstoff für die Entstehung und Intensivierung von Hurrikanen. Die hohe Luftfeuchtigkeit über dem Golf von Mexiko liefert den nötigen Wasserdampf, der für die Wolkenbildung und die Energiefreisetzung in einem Hurrikan essentiell ist. Florida liegt direkt im sogenannten Hurrikangürtel des Atlantiks. Der Lebenszyklus eines Hurrikans über Florida verläuft immer gleich. Ein Tiefdruckgebiet entsteht über dem warmen Golf von Mexiko. Das Tiefdruckgebiet organisiert sich und es bildet sich ein rotierendes System. Durch die Zufuhr von Wärmeenergie aus dem warmen Wasser verstärkt sich der Sturm und erreicht Hurrikanstärke. Der Hurrikan trifft auf die Küste Floridas und verliert an Stärke. Über Land verliert der Hurrikan seine Energiequelle, nämlich warmes Wasser, und schwächt sich ab. Als Höhepunkt der Hurrikansaison in Florida gelten die Monate August und September. Während dieser Zeit sind die Wassertemperaturen am höchsten und die atmosphärischen Bedingungen am günstigsten für die Entstehung von Hurrikanen.
Hast du auch schon extremes Wetter erlebt? Schreib doch mal in die Kommentare, was dein schlimmstes Wetterereignis war und wie du es erlebt hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen.